Völlig unerwartet und zum Leidwesen vieler Fans verkündete EA im Oktober 2013 das Aus für das fast fertige Command & Conquer Generals 2, welches vorher in schlicht Command & Conquer umgetauft wurde. Zu allem Überfluss verloren an diesem Tag auch alle Mitarbeiter der am Titel arbeitenden Victory Studios ihren Job und ein Franchise ihre zumindest bis heute letzte Chance auf einen echten RTS-Nachfolger. Doch was war dieses Spiel eigentlich und warum wäre es so wichtig für die Serie gewesen? In diesem Video möchte ich mit euch auf Spurensuche nach einem C&C-Spiel gehen, welches es schlussendlich nie gegeben hat. Zurück im Jahr 2011 findet EA mit seinem Command & Conquer Franchise einen riesigen Scherbenhaufen vor sich, den sie sich völlig ohne Not selbst eingehandelt haben. Denn das in 2010 erschienene Tiberium Twilight wurde dermaßen an der Community vorbei entwickelt, dass es logischerweise am Ende auch niemand spielen wollte und bis heute als ein grandioses Beispiel für Missmanagement in der Videospielbranche herhalten darf. Lösungen mussten her, weswegen man BioWare, eines der besten EA-Studios, mit dieser Aufgabe betraute, die wiederum kurzerhand mit den Victory Game Studios eine Tochterfirma speziell für RTS-Spiele gründeten. Aber auch die überstrapazierten Fans sollten endlich wieder eingebunden werden, weswegen bereits frühzeitig über Umfragen herausgearbeitet werden sollte, wie man das tote Pferd wieder zum Laufen bewegen könnte. Klares Ergebnis hier mit einer Fortsetzung zu C&C Generals. So kündigte man dann auch gleich im Rahmen der Game Awards 2011 den Titel mit einem 30-sekündigen Teaser als Command & Conquer Generals 2 an, was durchaus für Hype sorgte, da sich hierbei wieder um ein klassisches RTS C&C handeln sollte. Diese Hype-Blase platzt aber bereits grandios kein ganzes Jahr später. Denn im August 2012 musste EA einräumen, dass es sich beim Konzept zwar um ein RTS-Spiel handele, man aber diesmal auf ein Free-to-Play-Modell setzen wolle, welches sich ausschließlich auf den Multiplayer konzentriere und man daher auch keine Einzelspielerkampagne geplant habe. Are you fucking kidding me? Schlimmer noch wurde der Pay-to-Win-Verdacht schnell laut, der aufgrund der jüngsten Eskapaden von EA auch mehr als berechtigt war und von Seiten der Entwickler auch nie ernsthaft ausgeräumt wurde. Bereits hier ein Image-Schaden, von dem sich das Spiel nie mehr erholen sollte. Aber der hier abgefeuerte Shitstorm zeigte Wirkung. Keinen Monat später kündigte man kleinlaut eine Singleplayer-Kampagne an und versuchte dabei, den Free-to-Play-Ansatz in ein besseres Licht zu rücken, da man ja so jederzeit das Spiel um solche Dinge erweitern könne. Doch mal langsam, von was reden wir hier eigentlich genau? Das Projekt Generals 2 wurde im Zuge der Free-to-Play-Bekanntgabe in schlicht Command & Conquer umgetauft, welches fortan als eine Art Live-Service-Plattform fungieren sollte und ihr über diese dann in Zukunft diversen Content abgerufen hättet. Oder auch nicht. Das erste Spiel dieser Plattform wäre dann Generals 2 gewesen. Die Tiberium- und Alarmstufe Rot-Universen sollten zudem in weiteren Schritten ebenfalls folgen. Das Spiel wurde dafür zunächst auf der hauseigenen Frostbite 2 Engine entworfen und ein Jahr später auf die damals nagelneue Frostbite 3 portiert, welche Features mitbrachte, zum Beispiel Gebäude physikalisch fachgerecht zu Schutt und Asche zerschießen zu können. Handlungstechnisch stehen die Führer der Welt 2023 kurz vor der Unterzeichnung eines Friedensabkommens, das den Krieg ein für alle Mal beenden könnte, als ein verheerender Terroranschlag das Konferenzgebäude erschüttert und alle Anwesenden in den Tod reißt. Danach sind nur noch 3 militärische Supermächte handlungsfähig, die sich in einem neuen Weltkrieg duellieren. Spielen können hättet ihr hier dann mit der EU bzw. den europäischen Streitkräften, den GLA, der sogenannten Globalen Befreiungsarmee oder der Asiatisch-Pazifischen Allianz, kurz APA.
Spielerisch wollte man an Generals 1 angelehnt klassisches C&C bieten, kommunizierte aber nie genau, inwieweit kaufbare Dinge hier Einfluss nehmen könnten. Jedenfalls präsentierte man 2013 ein praktisch fertiges Spiel mit seinem E-Sports-Ansatz vollmundig auf der E3 sowie kurz darauf auf der Gamescom in Köln. Auch einen ersten Trailer zur Singleplayer-Kampagne hatte man mittlerweile erstellt, welcher dann etwas nach Release irgendwann Mitte 2014 hätte folgen sollen. Die hier angedachte Story wurde wie folgt beschrieben. Zitat: Die von China dominierte Asiatisch-Pazifische Allianz, APA, die es sich fast ein Jahrzehnt lang als führende geopolitische Macht bequem gemacht hat, sieht sich an allen Fronten herausgefordert. Die reformierte Europäische Union, EU, jetzt ein hochtechnologisiertes, einstaatliches Gebilde mit einer zunehmend expansionistischen Agenda, lässt weiterhin ihre Muskeln spielen, während eine Reihe von zunehmend blutigen Aufständen wichtige APA- und EU-Satellitenstaaten auseinandergerissen hat. Gerüchte deuten auf eine neu gegründete globale Befreiungsarmee, GLA, als Anstifter hin, aber Zeugen haben eine Technologie beschrieben, die weit über die Möglichkeiten einer normalen terroristischen Organisation hinausgeht. Die APA ist besorgt und entsendet eine Elitetruppe, um die jüngste, höchst brisante Rebellion zu infiltrieren, die sich gegen einen von der EU unterstützten Diktator richtet. Zitat Ende. Außerdem sind heute auch einige vollständige Matches aus der damaligen Alpha-Version auf YouTube abrufbar, die nach dem Ablauf der NDA-Vereinbarungen hochgeladen wurden. Aber das Ende kam, wie eingangs erwähnt, völlig unerwartet und abrupt. Die Mitte 2013 gestartete Closed Alpha muss desaströs verlaufen sein. Spieler waren angeblich geschockt über das vorliegende Material, genauso wie die Entwickler, die davon völlig unvorbereitet getroffen wurden. Ein ähnliches Szenario wie bei Tiberium Twilight drohte. Am 29. Oktober, also noch kurz vor Ende der Closed Alpha und kurz vor dem Start einer nachfolgenden Closed Beta und damit nicht einmal 2 Monate nach der Gamescom, auf welcher eine Riesenshow zum Titel abgezogen wurde, meldete sich EA selbst mit einer vorformulierten Erklärung. So habe das Spiel nicht den Wünschen der Community entsprochen, weswegen man die Arbeit am Projekt mit sofortiger Wirkung gestoppt habe. Zitat: Das Feedback aus der Alpha-Version ist klar. Wir haben nicht das Spiel gemacht, das die Fans da draußen spielen möchten. Deswegen haben wir uns, nach vielen Überlegungen, dazu entschlossen, die Entwicklung dieser Version des Spiels abzubrechen. Natürlich respektieren wir die Arbeit, die unser Team bisher geleistet hat, sehr, aber am Ende geht es darum, dass die Spieler das Spiel erhalten, das sie erwarten und verdienen. Zitat Ende. So ganz respektiert haben sie die Arbeit der Entwickler dann doch nicht. Das Studio Victory Games wurde noch am gleichen Tag geschlossen und alle Angestellten entlassen. Es ist nicht ganz klar, was hier genau hinter den Kulissen abgelaufen sein muss. Ex-Mitarbeiter widersprechen jedenfalls dem offiziellen Statement von EA deutlich und verweisen auf eine katastrophale Unternehmenspolitik und internen Blödsinn. Zunächst hielt sich EA ein kleines Hintertürchen offen und verkündete, nach einem neuen geeigneten Studio für eine Weiterentwicklung für Generals 2 zu suchen, betrieb er aber nur noch Damage Control. Denn diese Meldung ist mittlerweile 10 Jahre alt und gehört hat man davon seit 2014 absolut gar nichts mehr. Was folgte, war der Fokus auf ein Browser-Spiel und bald darauf auf eine üble Mobile-Pay-to-Win-Lootbox-Hölle, die mit der Marke und dem ehemaligen RTS-Franchise nur noch den Namen gemein hatte. Die Command & Conquer-Serie ist also hier Ende 2013 endgültig gestorben. Eine Fortsetzung, auch mit Release dieses Videos, knapp 11 Jahre später weiterhin ungewiss. Oh dear. I hope they didn't have any grand plans. Ever watch someone's face as a rocket's approaching? It's wonderful.